Und dann ist der Krieg ausgebrochen und die Deutschen und die Rumänen sind zurückgekommen. Und das sind einige Sachen, die mir noch im Bewusstsein bleiben, ist, dass wie schnell man ein Volk, die Meinung eines Volkes ändern kann. Der eine Fall, an den ich mich erinnere, war, dass die Deutschen durch die Häuser gegangen sind und nach Juden gefragt haben. Und wir haben uns auf der Rückseite eines Hauses versteckt. Aber dann die andere Sache war, man hat uns, die jungen Männer, hat man doch gefangen und wir wurden zur Zwangsarbeit gebracht. Und die Zwangsarbeit damals war der Brutus, der Fluss, der durch die Stadt fließt. Die hatten einige Juden getötet und in den Brut geworfen. In der Zwischenzeit wurde die Brücke über den Brut zerstört und die Leichen sind dort geblieben, denn sie konnten nicht durch. Und die Deutschen, die Rumänen, der unter deutscher Herrschaft waren wirklich, haben uns runterführen wollen, damit wir die Leichen aus dem Fluss rausrufen. Und während wir uns da gefühlt haben, kam auf der Hauptstraße ein Bauer mit einem Wagen voll von Baumstämmen. Und das ging schwer bergab. Und das Pferd hat sich sehr angestrengt, den Wagen aufzuziehen und konnte es nicht. Und der Bauer hat unbarmherzig auf das Pferd eingeschlagen. Und die Soldaten, die mit uns waren, die uns für die Leichen führen, sind zum Bauer gegangen. Wie kannst du so Unmensch sein und das Pferd so schlagen? Man ist ein Unmensch, wenn man das Pferd schlägt. Aber wenn man Juden tötet, ist man kein Unmensch. Wie kamen Sie ins Lager? Die Rumänen damals sind von Haus zu Haus gegangen und haben den Hausmeister gefragt, ob da junge Juden wohnen. Und sie haben mich auch rausgeholt und wir haben den wurde in eine Stadt transportiert, die hieß Făltăceni. Und dort hat man uns irgendwo einquartiert. Und ich erinnere mich daran, dass das erste Mal in meinem Leben, dass ich Wanzen gehabt habe. Und dort haben wir alle möglichen Sachen gemacht. Meistens Pflastern, Pflastersteine da. Und dann natürlich, ich hab nach Hause geschrieben und hatte damals eine Freundin. Und ich habe ihr geschrieben, dass ich soweit gesund bin, aber das Essen sehr, sehr knapp war und sehr schlecht. Und ein paar Tage später ruft der Sergeant alle Leute raus und stellt sie in einem Quadrat auf, ein Carré, und ruft mich aus und sagt, hey, sagt er, Julian, sagt er, dir passt's hier nicht, ja? Dir gefällt's hier nicht, das Essen schmeckt dir nicht, ja? Aber mal sehen, was man da tun kann. Hat mir die Hosen ausgezogen, hat mich zum Beugen gestellt, und dann habe ich ein paar Hiebe über das Gesäß gekriegt. Also ich versuche mich höflich auszudrücken. Und die Schmerzen habe ich verbissen. Ich habe keinen Laut getan, gesagt, gemacht.
und habe mich auch sehr geschämt, denn man geht doch nicht mit dem nackten Hinterkörper. Und ich habe gedacht, wenn ich zurückkomme zwischen meine Kameraden, dass sie alle Spott von mir machen werden. War aber nicht so. Die haben mich alle bemitleidet und das hat irgendwie gut getan. Das war das erste Lager. Das zweite Lager war in Busseau. Dort haben wir Wege gemacht. Und ich habe alles Mögliche getan. Ich habe zum Beispiel, wir haben Gruben gegraben. Wir wollten eine elektrische Leitung von einem Stadt in die andere führen. Und da haben wir die Gruben gegraben, wir haben die Bäume gefällt. Wir haben die Bäume, wie heißt es an der Außenseite der Bäume? Rinde. Rinde, ja. Wir haben die Rinde abgenommen und dann sind sie irgendwann geflohen aus dem Lager. Ja, und dann hat man uns gesagt, das Gerücht im Lager war, dass man uns zur Front nehmen wird, damit wir zwischen den Deutschen und den Russen Minen finden sollen. Das war natürlich eine gefährliche Sache. Und 3 Leute und ich haben beschlossen, unser Leben ist riskant, ist sowieso riskant. Und was jetzt passiert ist, das wissen die Götter. Also in der Nacht, wie man uns zum Bahnhof geführt hat, da war natürlich die Bewachung nicht ganz so organisiert. Und wir 4 sind durchgelaufen und haben es auch geschafft. Und ich erinnere mich, dass sie uns nachher gesucht haben und mit Scheinwerfern die Wege beleuchtet haben. Und ich war hinter einem Haufen Steine und habe mich dort verborgen. Und wie die Scheinwerfer rumgekommen sind, bin ich von einem, so wie einen Hund. Und dann wir haben über Nacht bei einem Wirtshaus übernachtet. Nicht im Wirtshaus, sondern draußen auf der Straße. Und unglücklicherweise, was wir nicht gewusst haben, einer von uns hat an Epilepsie gelitten. Und der hat gerade in der Mitte der Nacht einen Anfall gekriegt. Was ich verstehen kann, es war sehr aufregend. Aber niemand hat ihn verlassen. Wir haben das Risiko auf uns genommen und haben ihn doch weitergebracht.